Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben spannende Fragen vorbereitet, interessante Antwortalternativen und wir haben uns tolle Gäste eingeladen. Zum ersten Mal heute bei uns Professor Justus Franz. Herzlich willkommen. Dirigent, Musiker, Moderator, Organisator großer Musikfestivals und heute bei uns hier endlich zu Gast. Endlich mal Zeit für uns. Das freut uns sehr. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, wir freuen uns sehr mit Bernhard im Team. Große Ehre. Auf den habe ich schon ein Leben lang gewartet. Alles, was Sie nicht zur Musik wissen, wenn es das überhaupt gibt, das muss dann Bernhard beantworten. Ja, aber hier geht es ja oft darum, dass man sich ergänzt. Und wenn er das nicht schafft, bekommt er einen Gehaltsabzug. Ach, naja, gut. Wie? Du kriegst Geld? Ja, wollte ich gerade sagen, ist immer schwierig, von nichts noch was abzuziehen. Nein, ganz viel Spaß heute bei uns in unserer schönen Sendung. Was Sie freuen wird, unsere Zuschauer weniger. Diese Sendung ist nur bedingt spannend heute, denn der Ausgang steht ja im Grunde genommen fest. Ja? Nein. David Garrett, herzlich willkommen. Aber ich freue mich wieder hier zu sein. Für alle, die es nicht wussten, David Garrett war 6-mal bei uns in der Sendung zu Gast und hat 6-mal verloren. Ja. Aber er ist so gut auf der Geige, dass es für mich eine Riesenfreude ist, dass ich ihn heute hier sehe. Ja. Dankeschön. Ich sehe natürlich... Ich kann mich damit trösten. Ja. Aber heute probieren wir es trotzdem mal. Nein, du hast ja unbestritten so viele Erfolge errungen. Der größte Erfolg ist hier heute mal zu gewinnen. Aber auch das zeichnet dich ja aus, dass du nicht locker lässt und immer und gerne wiederkommst. Und wir können ja Folgendes vereinbaren. Ich freue mich ja sehr, dass du deine Geige dabei hast. Ja, wann immer ihr heute eine Frage richtig beantwortet, wirst du ein ganz kurzes Stück anspielen. Das kriegen wir hin. Ja? Bin gespannt, wie viel wir zu hören kriegen. Moment, ich protestiere. Wo ist das Klavier? Das ja, genau. Sie hätten es gerne mitbringen können. Und ich habe auch noch was Spannendes gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Elvis Presley 3 Grammys gewonnen hat? Aber jetzt kommt das Spannende. Alle 3 in der Kategorie Gospel. Tja, hier erfährt man noch was zum Weitererzählen. Ja. Jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Heute bei uns im virtuellen Publikum. So haben Sie sich via App entschieden. Hinter Justus Franz und Bernhard 46 Zuschauer. Hinter David Garrett und Elton, ich muss doch staunen, 42. Die glauben noch an uns. Ja. Und so legen wir jetzt los. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind total genial. Literatur, Verbraucher, Großbritannien, Technik, Antike, Finanzen, tierisch, deutsche Sprache, das Fragezeichen, Schönheit und Genies. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 €. Ja. Und beide Gäste haben einen Videojoker dabei. Also, was ist zum Beispiel zu sagen zur deutschen Sprache? Die nehme ich sehr gerne. Gut, deutsche Sprache. Beginnen wir mit dieser Kategorie und folgender Frage. Die Redewendung Maulaffen-Pfeil halten für herumstehen und nichts tun stammt aus dem Mittelalter und geht zurück auf eine A. kopfförmige Figur, die als eine Art Stehlampe diente. B. scherzhafte Bezeichnung für die fürstlichen Wachsoldaten. Oder C. Ballade, in dem der Maulbeerbaum als faul dargestellt wird. Maulaffen-Pfeil halten. Naja, also eine Stehlampe gab es, glaube ich, im Mittelalter noch nicht. Und die Ballade, in dem der Maulbeerbaum als faul dargestellt wird, die kenne ich nicht. Also, ganz ehrlich, wenn Sie die nicht kennen, gibt's die auch nicht. Ja, doch, aber ja, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, scherzhaft. So. Aber scherzhafte Bezeichnung, das ist ja oft viele Dinge, sind ja eine scherzhafte Bezeichnung für Dinge, vor denen man eigentlich Respekt haben sollte. Ich versuche hier noch bei Kai Pflaume rauszubekommen, wo er am meisten lächelt, aber ich stehe hier nur rum und halt Maulaffen-Pfeil. Der ist eigentlich, später wird man mal sagen, die Pflaume halten. Und das ist dann... ja, also das heißt, wir nichts tun und gucken. Die Pflaume machen. B. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Wir sind da kurz entschlossen. Okay. Dann
kommt hier die Auflösung. Wer Maulaffen feil hält, steht mit offenem Mund herum, ohne etwas zu tun. Eine Redewendung, die bereits seit dem 15. Jahrhundert bekannt ist. Im Mittelalter wurden angezündete Kienspäne zur Beleuchtung zwischen die Zähne geklemmt, um die Hände für die Arbeit frei zu haben. Meist wurden die Hölzer aber in die Münder von Tonfiguren gesteckt, die in Form von Menschen oder auch Affenköpfen gestaltet waren. Den sogenannten Maulaffen. Wer mit offenem Mund herumstand, bot sich damals also als Stehlampe an. Schöner Mist. Ja, schon vorbei. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Also wenn man es dann hört, denkt man, Mensch, war das eine leichte Frage. Sollen wir es mal probieren, Elton, mit... Ach komm, wir nehmen total genial. Ja. Da kann man nichts falsch machen. Ja, hoffentlich. Damit beim Umfüllen von Benzin mit einem Trichter weniger Spritzer entstehen, sollte a. ein Schaschlikspieß über den Trichter geklebt werden, b. das Benzin über eine Murmel gegossen werden oder c. ein Stück Stahlwolle in den Trichter gelegt werden. Also irgendwie, mich hat die Murmel zuerst so ein bisschen angelacht. Ich weiß nicht, ob du das von den Örtlichkeiten auch kennst, weil man manchmal am Rasthof dann gibt's doch manchmal... Wenn man mal so, gelb geht. Genau. Und dann da gibt's doch auch diese, die haben ja auch diese Dufterfrischer, aber die sind meistens drin, die sind irgendwie so förmlich rund. Ich weiß nicht, ob das nur mit der Dufterfrischung zu tun hat oder ob das wirklich auch eine andere Erklärung hat. Meinst du den Klostein? Richtig. Ach, den Klostein. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist. Wir denken nochmal drüber nach. Elton, irgendwelche Vorschläge? Also bei Schaschlikspieß über den Trichter kleben. Das heißt also, hier ist die Öffnung und dann kommt der Spieß darüber, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das finde ich komisch. Vor allem, weil das würde ja direkt beides in die andere Seite ableiten und vor allem oben. Stahl. Ja gut, Stahlwolle, aber das kann, warum nicht irgendwie andere? Stahlwolle kann natürlich sein, du legst ihn in den Trichter, kippst das Benzin da rein und dann wird das Benzin mehr oder weniger von der Stahlwolle auch schon aufgenommen und spritzt nicht mehr so. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Bei der Murmel habe ich zuerst gedacht, das ist tatsächlich wie wenn du Wasser oder so über irgendwas gießt, dann perlt das von der Murmel ab. Aber vielleicht ist das Runde der Murmel besser zum Abperlen als die Stahlwolle. Das ist die einzige mit einer wirklich sehr glatten Oberfläche. Pass auf, wir probieren es einfach. Ich würd mit der Murmel, einfach nur, weil die Oberfläche glatt ist und ich glaube, dass das dann irgendwie am einfachsten ist, dass es nicht ab... ich weiß nicht. Wir probieren es einfach mal. Wir nehmen B. No risk, no B. fun. Na, dann hoffe ich mal nur, dass die Murmel den Trichter nicht verschließt. Wer beim Umfüllen von gefährlichen Flüssigkeiten wie Benzin verhindern möchte, dass Spritzer daneben gehen, benötigt neben einem Trichter nur ein Stück Stahlwolle. Dieses wird in den Trichter gelegt, um die Oberfläche zu vergrößern, auf die die Flüssigkeit trifft. So wird das Benzin weich aufgefangen und kein Spritzer geht daneben. Na? Die Murmel Ja. macht den Trichter zu. Egal, komm. Nichts passiert. Weiter geht's. Nächste Kategorie. Literatur, Antike, Technik, Finanzen, Verbraucher, das wäre so meine Welt. Ja, also Antike. Wollen Ja, wir das machen? Antike. Wie wurde im antiken Römischen Reich die Akustik in Amphitheatern verbessert? Das müsst ihr auch wissen. A. Hinter der Bühne befand sich eine konkave Wand zur Verstärkung. B. Bronzegefäße wurden als Resonatoren im Publikumsraum verteilt. Oder C. Der Boden war zur Schallreflexion mit dünnen Tonfliesen ausgelegt. Also ich weiß nicht, ob es Bronzegefäße sind, aber dass so Gefäße, die leer waren, aufgebaut werden in Amphitheatern, das habe ich selber gesehen. Aus akustischen Gründen oder? Aus akustischen Gründen. Ja, aber Mülleimer. also ich... Wenn Sie das schon gesehen haben und wissen, dass das Ja, aber funktioniert, es waren keine warum? Bronzegefäße. Es waren ich glaube, also im Ofen gebackene, mit Ton gebackene Gefäße. Das würde ja auch Sinn machen, wenn es Tongefäße waren. Ja. Ja, wir loggen das ein. Da würde ich jetzt nicht widersprechen. B. Sind wir mal guter Dinge. Der römische Architekt Vitruv beschrieb bereits im 1. Jahrhundert vor Christus eine Erfindung, mit der in antiken Theatern die Akustik verbessert wurde.
Bei den sogenannten Icheia handelte es sich um Ton- oder Bronzegefäße, die zwischen den Zuschauersitzen verteilt wurden. Mit Hilfe der Schallgefäße konnten Stimmen, Gesang und Musik verstärkt werden. Sehr gut. Die ersten 500 Euro für Justus, Franz und Bernhard. Klar, ein Jetzt Klavier, ihr. ein Klavier. Nee, nur wenn wir es nicht wissen. Was nehmen wir jetzt? Verbraucher. Verbraucher, ja. Das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel hat 2021 eine digitale Karte veröffentlicht, auf der a. alle Fastfood-Ketten die Zutatenlisten ihrer Gerichte veröffentlichten, b. für jedes Land das saisonale heimische Gemüse aufgelistet ist oder c. Höfe aufgeführt sind, wo Tiere Futter aus eigenem Anbau erhalten. Boah, ey. Moment, ganz in Ruhe. Ja. Punkt A. Alle Fastfood-Ketten, die Zutatenliste ihre Gerichte veröffentlichen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Nee, das einfach nur, weil das auch irgendwie, dann wird ja auch mal so ein Geheimnis draus gemacht, dass sie auch so mit mit den Soßen und der Zusammenstellung. Ich glaube, dass das nicht möglich ist, würden die nicht machen. Ja, A ist schon mal raus. Für jedes Land das saisonale heimische Gemüse aufgelistet. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil es weniger Carbon Print hat. Das heißt, dass zum Beispiel eine Zucchini nicht 3000 Kilometer reist, dass man eine Zucchini aus der Region bekommt. Höfe aufgeführt sind, wo Tiere Futter aus eigenem Anbau erhalten. Ja, aber da bei C würde ich sagen, es geht ja um Informationszentrum für Lebensmittel. Ich glaube, bei Tiere ist auch eher so, wie die gehalten werden oder ob das Massentierhaltung ist oder ob die Freilauf haben und so weiter. Ich glaube nicht, dass das gefragt wird. Ehrlich gesagt, ich würde da B wäre für mich wirklich die stärkste, plausibelste. Ja, wir nehmen B. B. Nehmen wir die. So, ist das jetzt die erste richtige Antwort für Die Erklärung hat sich gut angehört. Das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel mit Sitz in Brüssel will Verbraucher zu gesunden und nachhaltigeren Entscheidungen anleiten. Mithilfe einer interaktiven Karte können Nutzer seit März 2021 im Internet für jedes europäische Land und für jede Jahreszeit oder jeden Monat erfahren, welche Obst- und Gemüsesorten aus heimischer Produktion erhältlich sind. Für Deutschland sind das beispielsweise im Herbst Weintrauben, Pflaumen, Wassermelonen, rote Beete und Brokkoli. David Garrett sagt, vergiss die 500 Euro, aber ich kann Idiot. spielen. Oh, wie schön. Ne? So kann es weitergehen. Yep. Ich möchte nur kurz erwähnen, für mich ist die Pflaume natürlich eine Ganzjahresfrucht, die Ja. man jeden Tag genießen kann. So, Literatur? Ich spekuliere so ein Das bisschen. ist so ein Riesengebiet. Ja. Oder wie ist es denn mit Großbritannien? Das können wir auch. Wir probieren mal Großbritannien aus. Nach der Auswahl weiß man meistens mehr. Einige Unternehmen in Großbritannien bieten ihren Angestellten neuerdings einen einwöchigen Urlaub an für a. die Pflege ihres Gartens, b. die Vorbereitung auf einen Kindergeburtstag oder c. die Eingewöhnung eines neuen Haustiers. Also, es klingt alles etwas ungewöhnlich. Es klingt alles etwas ungewöhnlich, aber wir haben ja die Kategorie Großbritannien. Also ich war oder bin Mitglied in einer komischen Gesellschaft, das ist die Royal Society for Gardening oder so ähnlich heißt es. Ist das es die gibt keine Royal So- ist das Gesellschaft. eine- Es gibt keine Gesellschaft zur Vorbereitung von Kindergeburtstagen, glaube ich. Und zur Eingewöhnung. Die lieben zwar ihre Haustiere sehr, aber ich kann mir nicht. Also ich weiß nicht. Sie sind- die sind ja verrückt, die Engländer, mit ihren Haustieren, aber Das heißt, Sie tendieren zu A. Aber, eine Woche Urlaub ist natürlich eigentlich ziemlich wenig für den Garten. wollte ich gerade sagen, und wann nehme ich den dann? Nehme ich den dann im Frühling oder nehme ich ihn im Herbst? Aber ein Haustier, da gibt es einen Moment und vielleicht wir müssen ja aus Sicht des Unternehmens denken. Wann ist es für einen Unternehmer gut, wenn der
Arbeitnehmer sich einen Sonderurlaub nimmt. Wenn er ein Haustier hat, weil er dann zufriedener ist, weil er Ja, dann glücklicher kann ist. er aber, wenn es um die Bilanzen eines Unternehmens geht, und die sind dann besonders wichtig, wenn am Ende des Jahres, wenn Steuern und fällig sind und die Abrechnung, die letzten Abrechnungen, dann will der Unternehmer natürlich nicht, dass ein Mitarbeiter genau in dieser Zeit Urlaub nimmt, weil er ein Haustier hat, weil er seinen Dackel gerade irgendwie erziehen möchte. Naja, aber es ist ja nur die Eingewöhnung. Das heißt, der sagt, ich will mir ein neues... Na, eine Woche. Ja, genau. Ich will mir einen neuen Hund holen und dann sagt man, okay, da kannst du dir eine Woche Urlaub für holen und das kann man sich irgendwie alle 5 Jahre einmal oder so gönnen. Das steht hier aber nicht. Ja, das steht auch nicht welches. Ja, aber das steht auch bei der Pflege des Gartens nicht wann. Also ich glaube, wir haben einen gewissen Diskurs. Ja, den haben wir. Also, Ich wäre für C. ja, Ja. na gut, dann sagen wir, Na gut, wir sagen na gut, wir nehmen C. Genau. Kein wirkliches, wir nehmen C. Ja, Vielleicht wäre es ja auch die Hauptsache ist ja, dass es richtig ist. Ja. alles gut. In Großbritannien setzt sich ein neuer Trend bei Unternehmen durch. Sie bieten ihren Angestellten einen einwöchigen bezahlten Urlaub an, damit sie ihre Hunde, Katzen und Co. an das neue Zuhause gewöhnen können. Studien konnten zeigen, dass sich die Angestellten durch die sogenannte Paternity Leave, also die Elternzeit für neue Haustierbesitzer, stärker mit ihrem Unternehmen identifizieren. Was es heute nicht alles gibt. Ja. Was es heute nicht alles gibt. So, 1000 Euro sind es. Und weiter geht's mit euch. Irgendwie Schönheit, come on. Da kommt irgendein Blödsinn, den können wir uns irgendwie herleiten. Vielleicht ein Beauty-Tipp. Ja, gucken wir mal. Woraus kann eine Kur gegen spröde und brüchige Haare hergestellt werden? Das hätte ich jetzt auch gerne mal gewusst. A. Gelatine, B. Hirschhornsalz oder C. Backpulver. Also Salz kann ich schon mal ausschließen, weil das zieht ja eigentlich Wasser. Oder? Ja, aber vielleicht ist es wirklich, also ich höre schon, Salz ist, glaube ich, nicht wirklich Salz. Also so wie wir das kennen. Okay. Aber ich weiß Hast du im schon Moment mal auch nicht, Hirschhornsalz gesehen? ich glaube, das wird zum Backen auf jeden Fall benutzt, meine ich. Also Backpulver. Backpulver ist ja auch Natron. Hast du da mal was von gehört, dass man mit Natron da irgendwas macht? Für spröde und brüchige Haare brauchst du doch eigentlich Feuchtigkeit. Also Gelatine ist ja auch in vielen Lebensmitteln zum Beispiel drin. Ja. Marmelade hat zum Beispiel viel Gelatine. Und also wenn ich jetzt die Wahl hätte Geles. zwischen Marmelade in meinen Haaren, Hirschhornsalz oder Backpulver, würde ich eher Marmelade nehmen. Ich weiß nicht wieso, das wird zwar kleben, aber ich glaube, die glänzen ganz gut danach. Also es ist so ein Bauchgefühl. Ja, Wäre ich jetzt alleine, würde ich Hirschhornsalz nehmen, weil ich davon noch nie so wirklich gehört habe. Und das ist wahrscheinlich das Verrückteste von allen. Hättest du was dagegen, wenn ich mit Gelatine gehe und beim nächsten Mal kriegst du, also wenn es Kopfschmerzen macht, dann wechseln wir. also vielleicht, es ist ja auch ein bisschen Ja. Davids Schicksal. Ja, ich wollte gerade sagen. Willi, weißt du was? Ey, es ist mein Schicksal. Ich würde das mehrheitlich heute ihn entscheiden lassen. Absolut. Komm, wir machen das mit der Gelatine. Weil sonst sagt er am Ende, du warst schuld. Genau. Das willst du ja vielleicht auch nicht. Um Haaren einen Schutzfilm zu verleihen, gibt es ein Hausmittel. Gelatine. Sie wird in heißem Wasser eingeweicht und mit einem Esslöffel Spülung vermischt, ins frisch gewaschene Haar eingearbeitet und nach ein paar Minuten wieder ausgespült. Die Gelatine haftet an den einzelnen Härchen und bildet eine schützende Hülle. Das enthaltene Eiweiß dringt tief in die Haare ein und schützt und glättet ihre Struktur. Man freut sich ja schon über jegliche Gelegenheit. Ja, mal zu ich bin spielen. gespannt auf ein abwechslungsreiches. Der Frühling ist Sehr gut, 1000 Euro. Sehr schön. So, Technik, Literatur oder Finanzen? Finanzen, davon verstehe ich wenig. Dann nehmen wir das doch mal, dann lernen wir was. Wir nehmen Finanzen. Aber dann muss... Das klingt manchmal schwieriger, als es ist. Na gut. Was passiert in der Regel mit Wertpapieren, wenn der Anbieter des Depots insolvent wird? A. Der Anleger kann die Wertpapiere ohne Schaden neu anlegen. B. Die Wertpapiere sind für den Anleger verloren. Oder C. Der Anbieter muss dem Anleger nur einen Teil auszahlen. Wieso auszahlen?
Papiere annehmen. Wenn jemand insolvent ist, hat er meistens Schulden. Aber die Bank ist insolvent. Ach, nicht der Anleger. Also Ihre Aktien. Ach liegen so, bei mir ach so, und ach ich so. gehe insolvent, aber ich habe nur ein Depot. Deshalb wäre ich, ohne das wirklich zu wissen, bei A, weil die Wertpapiere würden dann in ein neues Depot gehen. Tja. Ja, also ich muss ja sagen, da bin ich etwas überfragt. Also A? Okay. A. Bernhard sagt A. das ist dann Bernhard. Privatanleger nutzen die Depots ihrer Hausbank oder spezieller Broker, um mit Wertpapieren zu handeln. Geht der Anbieter des jeweiligen Depots pleite, müssen Anleger aber keine Angst haben. Da Aktien, Fonds, Anleihen oder Zertifikate nicht Teil der Insolvenzmasse sind, können sie einfach zu einem anderen Anbieter übertragen werden. Bis auf einen kurzfristig fehlenden Zugriff entsteht den Kunden somit kein Schaden. Sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir zusammen sind. Ja, passt doch hervor. 1.500 € für Justus, Franz und Bernhard. Bei euch können jetzt auch die nächsten 500 dazukommen. Tierisch. Ja. Kann man nichts falsch machen. Ja. Oder vielleicht doch. Sendung. Die Libelle. Die Libelle hat einen besseren Geruchssinn als die Ratte. B ist das erfolgreichste Raubtier der Welt. Oder C speichert Wasser in ihren Flügeln. Oh Gott. Also C glaube ich schon mal nicht. Ich wollte gerade sagen, die Flügel müssen ja unglaublich leicht sein, damit die auch sozusagen... Der Libelle ist ja ziemlich groß auch vom Körper. Ja. Ich meine, ich glaube, die haben sogar 4 Flügel. Kann das Ja, sein? und die sind durchsichtig. Also Und da Wasser drin speichern. Besserer Geruchssinn als die Ratte. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei einer Maus, ist ja auch ein Nagetier, ein Stück Käse rauslegt, dann riecht die ja den Käse. Das heißt, Geruchssinn muss schon mal gut bei Nagetieren sein. Das heißt, die Ratte wird wahrscheinlich, die gehen ja dann auch mal so mit der Nase so nach vorne, also die schnüffeln sich schon ihren Weg zum Essen. Du hast aber Ratatouille auch mehr als einmal gesehen, ne? Ein guter Film. so, mich lacht B ein bisschen an. Ich frage mich nur, wie messen die das? Also nach Versuchen? Aber was ist jetzt nur mal ganz schnell, eine Libelle? Wenn wir Raubtier sprechen, muss die ja jagen, also andere Tiere. Ja, kleine Fliegen. Raubtier denkt man ja zum Beispiel an einen Löwen. Ja, klar, das wäre eigentlich... Aber ein Löwe zum Beispiel, der jagt viel, hat aber gar nicht so viel Erfolg. Stimmt. Das kann ja schon mal sein, dass der von 10 Versuchen klappt es vielleicht 2-mal. Ich glaube sogar, dass das vielleicht ein bisschen was mit dem Flug selber des Insekts zu tun hat, dass das ein gewisser Vorteil ist und deswegen die Libelle unglaublich gut jagen kann gegenüber zum Beispiel einer Fliege oder eines kleineren Insekts. Und vielleicht hat sie auch besonders gute Augen und diese ganze Kombination. Ja, das auf jeden Fall. Die haben ja Diese ganze Kombination macht sie wirklich zu Ja, ist das wieder eine knifflige Frage. Komm, wir nehmen B. Ich weiß es auch nicht ganz, aber ich glaube B. Du hattest auch so mit- instinktmäßig B. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Forschende der Harvard University beobachteten 2010 in einer Art Freigehege Libellen bei mehr als 2500 Beuteangriffen auf Fruchtfliegen. Dabei waren bis zu 95% ihrer Attacken erfolgreich. Gründe dafür sind unter anderem ihre sehr schnelle Reaktionszeit und ihre komplexen Augen, die eine 360-Grad-Sicht erlauben. Ihre 4 Flügel werden von einzelnen Muskeln angetrieben, die es der Libelle ermöglichen, auch rückwärts und kopfüber zu fliegen und sie somit zum erfolgreichsten Raubtier der Welt machen. Wie schnell das so verrückt. Ja. Und das ist garantiert alles spontan und live gespielt. Guck mal. Weiter geht's. Wir haben noch Literatur, Technik, das Fragezeichen und Genies. So, der Joker. Wer ist die Joker oder der Joker? Bei mir? Ja. Der ist gerade pensioniert, das war der Chef der Kultur, Michael Schreiber. Kultur. Ja. Ist da nicht Literatur Ja, ich glaube. was Gutes, wo wir ihn fragen könnten, wenn wir sich zu über die ja eigentlich wissen. Ja, wir nehmen Literatur und rufen sehr wahrscheinlich den Joker an. Warum brauchte US-Schriftsteller John Steinbeck
1936 eine Fristverlängerung für seinen Roman Von Mäusen und Menschen? A. Sein Hund hatte die Hälfte des Manuskripts gefressen. B. Der erste Entwurf ähnelte zu stark dem Comic Mickey Mouse. Oder C. Er hatte seine Schreibmaschine an Ernest Hemingway verliehen. Das ist sehr lustig alles. Also das müssen wir jetzt das muss der Joker. Überhaupt gar kein Gefühl? Also ist alles möglich, nicht? Ich bin sofort bei A. Ja? Ja. Zwischen A und C würde ich sagen, das klingt einfach wahnsinnig lustig. Er hatte seine Schreibmaschine an Hemingway verliehen. Passt das zeitlich? Ja, 36 war der spanische Bürgerkrieg und Hemingway ist nach Spanien gereist, um darüber zu berichten. Dann, wenn er die Schreibmaschine Hat er mitgenommen? dann wäre er, dann hätte er keine mehr. Aber er hätte ja eine kaufen können oder sich auch von jemandem borgen. Das heißt, 3 Jahre Aber später wir können doch war er mal dann zurück. den Joker. Sollen wir den anrufen Ja. und das absichern? Ja, also ich möchte mich gerne abziehen. Oder ist Ja, gerne. Ja, ihr seid für? Wir sind für A. Also ich bin für A, er ist für den Joker. Ich weiß nicht. Ja, ich bin für den Joker. So, Michael Schreiber. Hallo. Hallo Michael. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja, wir sind nicht ganz unerwartet in der Kategorie Literatur. Und ich glaube, das fällt ja so ein bisschen im weitesten Sinne auch ins alte Arbeitsgebiet. Ja, korrekt. Ja, und es gibt hier eine Tendenz, aber man möchte sich gerne absichern. Deswegen wollen wir mal hören. Ich verlese mal kurz die Frage und dann können wir ja darüber reden. Die Frage lautet: Warum brauchte US-Schriftsteller John Steinbeck 1936 eine Fristverlängerung für seinen Roman Von Mäusen und Menschen? A. Sein Hund hatte die Hälfte des Manuskripts gefressen. B. Der erste Entwurf ähnelte zu stark dem Comic Mickey Mouse. Oder C. Er hatte seine Schreibmaschine an Ernest Hemingway verliehen. Was war der Grund für die Fristverlängerung? Auf diese Frage war ich vorbereitet. Sehr gut. Ja, das hatten wir gehofft. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr zur Antwort A neigt? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte A oder C. C fände ich auch lustig, weil Hemingway ja dann nach Spanien musste und dort im spanischen Bürgerkrieg verschwunden war. Also Mickey Mouse halte ich für ausgeschlossen. Ja. Schreibmaschine verleihen halte ich auch für ziemlich absurd. Nett formuliert. Ja. Dann bleibt ja nur noch eins über. Dann bleibt nur A. Irgendwie ja. Ah. Also ich würde mich tatsächlich auch auf A festlegen. Antwort A ist eingeloggt. Jawohl. Schauen wir mal, was da passiert ist. Der Roman Von Mäusen und Menschen über Wanderarbeiter, die von einem besseren Leben träumen, des US-amerikanischen Schriftstellers John Steinbeck, erschien 1937. Der Weg zur Veröffentlichung war jedoch nicht einfach. 1936 schrieb Steinbeck seiner Literaturagentin Elizabeth Otis, dass er 2 Monate mehr brauche, um das Buch zu beenden. Grund dafür war sein Irish Setter Toby. Unbeaufsichtigt hatte der Welpe die Hälfte des Manuskripts gefressen. Sehr gut. Sehr gut. Die richtige Antwort. Bravo. Vielen Dank. Es sind 2.000 Euro hier auf dem Konto des Teams. Das läuft sehr gut. Ja, und wir müssen Daumen drücken und schauen, wie es weitergeht. Ja? Hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön, super, gleichfalls. Vielen Dank, Michael Schreiber. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Perfekt. So, ich hätte jetzt einfach Genies genommen. Genies. So eine. Das war ein bisschen Mal schauen, alles was da so kommt. Ja. Erfinder Thomas Alva Edison A. baute seinem dreibeinigen Pferd eine Hydraulikprothese. B. stammt aus einer Kerzenfabrikantendynastie. Oder C. machte seiner zweiten Frau einen Heiratsantrag per Morsecode. Darf ich spontan sagen, was gefühlstechnisch, wir gehen das gleich in Ruhe durch. Irgendwie C. Nur gefühlstechnisch. Aber wir machen das jetzt mal ganz in Ruhe. Baute seinem dreibeinigen Pferd eine Hydraulikprothese. Naja, klar, in der Zeit hat jeder ein Pferd gehabt. Also insofern
Morse, weißt du ungefähr, wann Morse-Code Leider nicht. erfunden? Leider nicht. Können wir Edison so zeitlich ein bisschen einordnen? Ich glaube, ich hätte jetzt vom Gefühl gesagt, so 1840, 50, 60, aber das ist echt Bauchgefühl. Weil Also sagen wir mal so, dass es den Morsecode zu seiner Zeit gab, davon gehe ich aus. ja, okay. So, Ich kann mir gut vorstellen, dass damals in den Zeiten die Leute auch nicht so romantisch veranlagt waren. Gerade so jemand, der so mit Technik viel zu tun hat, das sind ja meistens irgendwie fast schon Autisten. Und die haben das nicht so mit, jetzt gehe ich auf die Knie und Blümchen und große Gesten. Ich glaube, dass das sehr pragmatisch vielleicht auch irgendwie gedacht hat. Irgendwo waren gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann per Morsecode das einfach, ich glaube, dass ich da... Was meinst du, Elton? also B finde ich jetzt ein bisschen Das sehr... ist zu nah geholt, so Glühbirne, Kerze, so, der hat seinen Papa nicht gemocht und wollte was Neues erfinden, das ist ja Blödsinn. Ich glaube C. Frage ist jetzt halt nur, wie hat seine Frau das dann empfangen? Vielleicht hat die ja irgendwo gearbeitet, Ja. wo der Morsecode wichtig ist, was weiß ich, auf dem Schiff oder sowas und war Technikerin. Und das wusste er, dass die vielleicht gerade irgendwo Dienst hat, um die Morse-Dinger zu empfangen. Interessant. Ich bin für C. Okay. Wahrscheinlich hat sie gedacht, besser Morsecode als Morsecode. Erfinder Thomas Alva Edison lernte 1885 die junge Mina Miller in Boston kennen. Um sich bei Familientreffen heimlich mit ihr zu unterhalten, brachte er ihr den Morsecode bei. Das gab ihnen die Möglichkeit, sich gegenseitig mit dem Finger Kurznachrichten in die Handfläche zu tippen. Auf die gleiche Weise machte Edison Mina im Beisein ihrer Eltern einen diskreten Heiratsantrag via Morsecode, den sie durch ein getipptes Ja erwiderte. Die beiden heirateten am 24. Februar 1886. Ist sie, Jetzt ist schon eine ganze Sonate fällig. ist sie ihm in die Morsefalle gegangen? Aber das war doch sehr romantisch. Ja, Also das romantisch, fand ich, da ne? ein bisschen was Romantisches Ja, spielen. oh. Oh, ich hab's gefühlt. Ja. 2000 Euro bei beiden Teams. In Hamburg sagen wir ja auch Hummel, Hummel, Mors, Mors. Gut gemacht. Technik oder Fragezeichen? Fragezeichen kann alles sein. Da hätte ich ein bisschen Angst. Bei Technik würde ich mich selber wohler fühlen. Aber Sie sind Gast. Aber meinetwegen. Technik. Rolltreppenstufen haben Rillen, weil sie a. Verunreinigungen an der Unterseite der Rolltreppe beseitigen, b. das Risiko senken, dass sich Gegenstände in den Stufen verfangen oder c. verhindern, dass die Stufen in der Führungsschiene verrutschen. So. Also, über Rolltreppen habe ich mir wenig Gedanken bis jetzt in meinem Leben gemacht, aber Verunreinigung an der Unterseite. A würde ich ausschließen. B klingt eigentlich ganz gut. Ja, das hätte ich auch schon gedacht. Weil das sind ja dann quasi so Aber wie kann denn das sein? naja, das liegt dann, das ist ja quasi immer dieser hier, der dann passiert. Und das Interessante ist ja, wenn sie dann oben ankommt, macht sie so. Das heißt, einklemmen würde sich ja etwas, wenn es quasi an einer geraden Fläche so. wäre, würde sie einklemmen und runtergehen. Und wenn ich das überlappe, habe ich immer einen Teil, der oben bleibt oder unten, also Ja, und vielleicht geht das auch, dann kommt die nächste Stufe, dann wird das wieder ausgedrückt, vielleicht. ja, genau. Ja. C-Führungsschiene, da glaube ich, gibt es andere Lösungen für, dass sie einfach enger sitzen. Was bleibt dann? Es bleibt eigentlich nur B. Dann B? B. kommt hier nochmal eine sehr gute technische Zusammenfassung. Die Stufen der Rolltreppe haben in Fahrtrichtung lange Rillen, in die am oberen und unteren Ende der Treppe die sogenannten Kammplatten greifen. Die Rillen sorgen nicht nur für einen sicheren Stand auf der Rolltreppe, sie minimieren auch das Risiko, dass sich Gegenstände wie Schnürsenkel, Taschen oder Kleidung zwischen den Stufen verfangen. Je enger sich Kamm und Rillen verzahnen, desto schwerer können sich Gegenstände darin verfangen. Fünfte richtige Antwort, 2.500 Euro. Ja, genau. Letzte Frage an David Garrett und Elton. Jetzt wird so langsam spannend, David. Ich wollte gerade sagen, was können wir uns aussuchen? Oh,
Oh Mann. O ist der finnische Ausdruck für einen traurigen Kurzfilm. B lautet der Titel der schwedischen Nationalhymne. Oder C ist ein Ort auf den Lofoten, an dem die Europastraße 10 beginnt. Meine Fresse. Bevor wir anrufen, versuchen wir auch mal so ein bisschen Konsens zu finden, was wir ausschließen können. Das hilft ja vielleicht auch ein bisschen. Wer ist denn dein Joker eigentlich? Das ist Michael Lehnert, Ja. ein sehr guter Freund von mir, ist Arzt in Berlin und ich kenne ihn seit vielen Jahren und ist sehr gebildet und ich weiß nicht, ob er das jetzt weiß. Fachgebiet? Hände. Handchirurg. Ja, gut, macht Sinn. Okay. O ist der finnische Ausdruck für einen traurigen Kurzfilm. Also A würde ich ausschließen. lautet der Titel der schwedischen National... Also das fände ich zum Beispiel schon mal prägnant. Irgendwie Nationalhymnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Finnland ist ja auch sehr stolz auf seine Nation und dass man irgendwie so einen prägnanten Buchstaben für die Nationalhymne irgendwie hat. C ist ein Ort auf dem was heißt da? Lofoten? Das ist auch schwedisch. Aber jetzt ohne Blödsinn, ich wollte schon ohne sagen, ohne Blödsinn, das kann ja nicht die Antwort sein. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Redakteur sagt, man müsste halbwegs herleiten oder wissen können, dass ein Ort in den Lofoten an dem Ende der Europastraße 10 beginnt. Ich weiß, was du meinst, Also aber das ist so weit, also C klingt ausgedachter als B. ich tendiere zu B, einfach nur, weil ich denke, Nationalhymne, vielleicht gibt es dann irgendwie einen umgangssprachlichen Begriff. Verdammt. Okay, wir rufen jetzt erstmal Michael Lehnert an. Ja, wir haben ja noch einen. Dr. Michael Lehnert. Ja. Ist immer schwierig, bei ihm einen Termin zu bekommen. Wie man merkt. Oh, hallo, Ich grüße dich. Dr. Michael Lehnert. Grüßt euch. So, herzlich willkommen erstmal hier in unserer schönen Sendung. Wir sind bei der letzten Frage. Es ist gut gelaufen bisher. 2000 Euro sind schon auf dem Konto, 500 können noch mal dazukommen. Also wir haben so einen Fachbegriff aus dem Nordischen, würde ich mal sagen, ne? Aus Nordeuropa. Schon mal da gewesen? In Nordeuropa auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hatte natürlich gehofft, das ist irgendeine medizinische Frage. Leider, Nee, leider hatten wir keine medizinische Da müssen wir Kategorie. passen, aber trotzdem liegt das Glück des Teams irgendwie so ein bisschen in deiner Hand, Michael. Und Okay. damit kennst No du dich ja pressure. aus. Ne? So, es geht um Folgendes. Die Frage ist denkbar kurz. Ich muss das auch kurz beschreiben, weil du es ja nicht siehst. Es geht um den Buchstaben A mit diesem Kreis obendrauf, also das sogenannte O. Ja, und die Frage dazu ist, O ist der finnische Ausdruck für einen traurigen Kurzfilm. B lautet der Titel der schwedischen Nationalhymne. Oder C ist ein Ort auf den Lofoten, an dem die Europastraße 10 beginnt. Was sagt das Gefühl? Das Gefühl sagt, es ist die Nationalhymne. Okay. Ich hatte auch vom Gefühl eher Nationalhymne. C finde ich zu komplex, selbst für diese Sendung. Und trauriger Kurzfilm, das ist für einen Begriff, finde ich zu kurz. Ja, gut. Also, wir haben Antwort B dementsprechend jetzt festgehalten und schauen uns jetzt zusammen die Auflösung an. Bleibt dran. Also los. An der Ostseite der Insel Moskenesey in der norwegischen Region Lofoten liegt der Ort O mit etwa 100 Einwohnern. Das Fischerdorf lebt vom Fischfang und dem Tourismus. In den Museen des Ortes wird an die Geschichte der Fischerei auf den Lofoten erinnert. Der Name des Dorfes geht auf das altnordische Wort für Fluss zurück. An einem Parkplatz in O beginnt und endet die Europastraße 10. Von hier kann die rund 880 Kilometer lange Fahrt nach Luleå in Schweden angetreten werden. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, Ich würde mal sagen, oh. Ja.
Michael, trotzdem vielen Dank. Alles Gute. Ja. Gerne. Danke, danke. Tschüss, danke Tschüss, tschüss. Ciao. Ja. Aber es ist hier noch nichts verloren, weil ihr liegt ja noch nah beieinander. Ja. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Justus Franz und Bernhard haben 2.500 € auf dem Konto. David, Garrett und Elton 2.000 €. Und so gehen wir jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Sport. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Bei welcher dieser Sportarten ist der Tulip zu sehen? A. Turnen, B. Eiskunstlauf oder C. Trampolinspringen. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Alles gut. Ne. Alles gut. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Das war eine spannende und unterhaltsame Sendung bisher. Justus Franz ist bei uns zu Gast im Team mit Bernhard Hoeker. Die beiden haben 2.500 € erspielt. Und auf der anderen Seite zum 7. Mal dabei. 6 Mal war er schon hier und hat jeweils nicht gewonnen. Wie sieht's heute aus? David Garrett im Team mit Elton, 2.000 € haben die beiden auf dem Konto. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Bei welcher dieser Sportarten ist der Tulip zu sehen? A. Turnen, B. Eiskunstlaufen oder C. Trampolinspringen? Wie viel Geld haben unsere Teams gesetzt? Justus Franz und Bernhard haben gesetzt 1.501 €. David, Garrett und Elton haben gesetzt alles. Es bleibt spannend. Team Bernhard hat auf folgende Antwort getippt. Antwort C. Team Elton hat auf Antwort B gesetzt. Ich fange gleich an zu weinen. In allen drei Sportarten, in allen drei hier genannten Sportarten gibt es natürlich Drehungen zu sehen. Aber nur in einer der drei Sportarten spricht man von einem Tulip. Der dreifache Tulip. Der dreifache Tulip ähnelt einer Pirouette aus dem Ballett und bezeichnet einen Drehsprung beim Eiskunstlauf. Und damit gewinnt die Welt 4.000 € und David Garrett beim 7. Anlauf das erste Mal hier bei uns in der Sendung. Ja. Ich bin völlig aufgelegt. David, herzlichen Glückwunsch. David, the stage is yours. Der Teufelsgeiger, lass alles raus. Hau rein, spiel was der Situation angemessen ist. Jeder, der im virtuellen Publikum hinter David und Elton sitzt, bekommt heute 95,24 €. Diese 95,24 € auch für unsere 3 App-Gewinner. Und ja, Sie sehen es. Ein überglücklicher David Garrett. Vielen Dank an Justus Franz. Danke an Bernhard und Elton. Das war's für heute von uns. Das war Wer weiß denn sowas. David Garrett. Es ist eher ein melancholischer Moment für ihn. Ein emotionaler.